Hallo ihr lieben Schlangenfresser, willkommen zurück zu Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Wir starten heute mal aus dem Menü heraus, da ich glaube, dass wir mit einer Sequenz beginnen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Es gibt viel zu erzählen, aber wir starten erstmal direkt hinein. Mache ich denn währenddessen? Currently flying over the Arctic Ocean, altitude 30,000 feet, approaching Soviet airspace. Arriving at the designated drone launch point. Drone oil pressure and voltage are nominal. Payload oxygen supply is nominal. Power supply to payload antifreeze system shows no problems. No gusts. All systems go for drone detachment. Snake, we can't risk a halo jump this time around. Airspace security has gotten tighter since we were last here. We can't get as close to the ground as we did during the Virtuous mission. So instead, we'll be using one of our newest weapons. Snake, you're being given an honor on par with Alan Shepard. This is our last chance. Show your patriotism. If you fail, you'll be back in a hospital bed again, waiting for the firing squad. So how does it feel to be a patient in one of the most advanced ICUs in the world? Would you do me a favor and tell the suits about visiting hours? I'll never get better with them assaulting me day and night with their questions. Must be part of the top brass's inquiry. More like an interrogation. According to them, I'm a traitor and an accomplice to the boss's defection. They're just looking for a scapegoat. Does that mean they're after you, too? Let's just say neither one of us is going to be made a national hero out of this. Does this mean Fox is going to die? No. This fox is still one step ahead of the hounds. The reason I came to see you today, Jack, it's time for Fox to clear its name. What are you talking about? The situation has changed. We've still got a chance to come out of this one alive. Yeah, what kind of chance? Don't get too excited. Here, have a cigar. It's Cuban. This morning, I had a meeting with the CIA. They decided when they're going to execute us? No. Something even bigger. Yesterday, the White House received an unexpected call. President Johnson? Yes, I hear you, Mr. Chairman. It was a hotline call from Khrushchev to President Johnson. From the head of the Soviet Union? That's right. A few days ago, one of our country's main design bureaus, OKB 754, was destroyed in a nuclear explosion. At about the same time, our anti-aircraft radar picked up a signature that appeared to come from one of your military aircraft. Does any of this sound familiar to you? In retaliation, I have placed our armed forces on secondary alert. Depending on your response, I may be left with no choice but to order the military to maximum alert and unleash Armageddon. With the help of your predecessor, I was able to survive the Cuban incident. But my power is not as great as it once was. If I am to survive this crisis, I must have your full cooperation. I should have contacted you myself. Did you know that one of our soldiers defected to your country a week ago? No. So you haven't heard then. The man who arranged the defection was a GRU colonel by the name of Yevgeny Borosovich Volgin. Volgin, of the Brezhnev faction. Go on. Who is the soldier? Her name is the Boss. She's a living legend. During World War II, she was the one who led us to victory in that war. In Russia, you know her as Voyevoda. You mean the boss? The mother of your special forces? Yes, that's the one. And she took 2 miniature nuclear shells along with her. The boss took 2 miniature nuclear shells.
I'm afraid so. I believe they were a gift for her new hosts. The Davy Crockett Atomic Battle Group delivery system was completed 2 years ago. Serious problems were found with the launcher's range and precision. Although they were mass-produced, they've never been deployed in battle. But Sokolov's research facility was completely wiped out. The whole area is polluted. I can only offer you my deepest condolences over this terrible tragedy. So, the boss, with Colonel Volgin's help, stole 2 experimental nuclear shells and took them with her as gift when she defected. Then, shortly thereafter, Sokolov's design lab, a top-secret military research facility, was destroyed by one of these weapons. Am I right so far? Yes, that's correct. And the American government denies any involvement in the affair. Is that right as well? That's correct. We were not involved in any way. Then what was a U.S. military aircraft doing on our radar screen? It was clearly in violation of our airspace. And yet you say it was not acting under your orders. That's correct. You expect me to believe that this was all the work of a single soldier? I don't know what else to tell you. The army insists that this is all a ploy on your part. I've said it once and I'll say it again. Our government had nothing to do with it. And I would like dearly to believe you. However, I'm afraid my power over the military has weakened since the Cuban incident. I will need some kind of proof that this was not the action of the American government. You have 1 week. You must catch the boss yourselves and recover the remaining nuclear device. Then, you must find some way to prove your innocence. Prove our innocence. Yes, preferably something painful. Prove to me that this is not merely another one of your tricks. The boss should be close to Colonel Volgin. How about a little coaction? I would not expect too much if I were you. The political situation here is unstable. And Colonel Volgin is a member of the Brezhnev faction, which seeks to topple my government. 1 week. You have only 1 week. And if it is not too much to ask, do something about Volgin as well. What is that supposed to mean? Nothing. It means nothing. Call it a modest gentleman's agreement to ensure our continued relationship. What if we can't prove our innocence? Then I will be unable to restrain the military. I will be ousted, and they will seek their revenge. A nuclear attack on the United States? I leave the disposal of this situation entirely to your discretion, Mr. President. Disposal. If you fail, it will mean the beginning of a new world war. To put it simply, in order to avoid a full-scale nuclear conflict, we have to prove that America was not involved in that explosion. And eliminating the boss ourselves will prove America's innocence? Right. The higher-ups have decided that you're the only one capable of pulling this off. You were her last apprentice. Screw this one up, and we'll both be 6 feet under. There's no choice. Are the Russians going to be helping us? The KGB has promised to lend us one of their communications satellites so that you and I can talk to each other. That's it? They've also put us in touch with a couple of insiders. Insiders? There was a defection in September 1960. Do you remember it? You mean the 2 NSA codebreakers who went over to the Soviet Union? Precisely. Since then, they've apparently been training with the KGB for exactly this kind of situation. Their code names are Adam and Eva. I've been told that Adam has infiltrated Volgin's ranks. We've also arranged for him to provide you with an escape route. You'll need to rendezvous with him when you get there.
Control, unidentified aircraft detected, altitude 30,000 feet. It's fast. Estimated airspeed exceeding Mach 3. Bearing south. I'm about to lose it. This is Snake. Do you read me? Loud and clear. Glad to see you landed safely. I got blown pretty far off target. Snake, let's go over your mission objectives one more time. Rescue Sokolov. Find out what's happened to the Shagohod, then destroy it. And finally, eliminate the boss. Eliminate the boss. This mission will be codenamed Operation Snake Eater. Because I'll be taking on the boss in our Cobra unit, right? Don't forget about Colonel Volgin. I'm not a hired killer. I know, but that was the Kremlin's demand. Demand? You mean it wasn't just a request? What's it to us if the Khrushchev regime is threatened by the Colonel and his faction? If supporting the current regime helps us avoid a nuclear exchange, then that's what we'll do. And what are the CIA's demands? Our priorities are the rescue of Sokolov and the destruction of the Shagohod. Roger that, Major Tom. Hold on, Snake. What now? I'm changing my codename. It turns out Tom wasn't the most auspicious choice. What do you mean? Well, the truth is, when I chose my codename, I picked the wrong one. The wrong one? Did you ever see the movie The Great Escape? It came out last year. I must have missed that one. Anyway, it's based on a true story about prisoners who escaped from a POW camp in Nazi Germany. The prisoners dig 3 tunnels as part of their plan, but the Nazis find 2 of the tunnels before they're finished. The prisoners succeed in escaping by using the last remaining tunnel. The names of those 3 tunnels were Dick, Harry, and Tom. I get it. You used the name of the tunnel they escaped in as your code name because you thought it would bring you good luck. Yes, that's exactly right. At least, that was the plan. But I got the name wrong. The one they escaped in was Harry. Tom was one of the unlucky tunnels. It was discovered by the Nazis before it was finished. I watched the movie again just to make sure. In fact, I even ordered the actual film from the movie company. yeah, it doesn't sound like the greatest name to use. So what should I call you? You know, let's just use Zero, like we've been doing all along. All right then. Major Zero it is. We'll start over from square one. From square 0. My frequency is 140.85. Oh, I almost forgot. Paramedic is with us again on this mission. Is this her last chance too? If we fail, she'll have her medical license revoked. It's more or less the same kind of fate. Her frequency is the same as during the Virtuous mission, 145.73. She'll be recording your mission data as well, just like the last time. That frequency is also the same, 140.96. And there's one more person on your support team. His name is Mr. Sigint. He's an expert on the latest in weapons and equipment technology. You'll be going up against some of the world's most advanced weaponry when you infiltrate the research facility. If you have any questions, just ask him. His frequency is 148.41. Mr. Sigint. Got it.
Adam, your KGB contact, is waiting for you at the abandoned factory up ahead. The same factory Sokolov was being held in last week. Yes, meet up with Adam first. He's cleared the way for you to rescue Sokolov. How'll I know this Adam guy when I see him? You'll know once you reach the factory. The whole area's been polluted by the fallout from that nuclear blast. No one else would dare come close. The password is, "Who are the Patriots?" and "Lali Lulelo." Lali Lulelo. Gotcha. You've been equipped with a 45 for this mission. Be careful, it's noisy. I thought standard Fox procedure was procure on-site weapons acquisition. The circumstances are different this time. You're now on an official mission for the United States government. It would be necessary to make your presence known to a certain extent. To the Khrushchev regime, at the very least. But remember, this is still a sneaking mission. Snake, if you fail this mission, it will mean an all-out nuclear war. Keep that in mind and proceed with extreme caution. Understood. Commencing Operation Snake Eater. Okay, liebe Leute. Ich bin immer noch da. Ich hoffe, ihr auch. Wie beim ersten Teil. Ist tatsächlich sehr, sehr umfangreich wieder gewesen, die Einführung. Hier kreucht schon gleich was rum. Genau, die schnappe ich mir jetzt erstmal einmal her. So, da haben wir sie. Jetzt gucken wir uns mal ganz kurz an, was wir alles dabei haben. Im Rucksack. Das Richtmikrofon kommt weg. Granate, okay, kann erstmal bleiben. Und hier haben wir viel zu viel dabei. Okay, dann behalten wir die noch dabei, die wiegt nicht viel. Gut. Ja, also nach dem letzten Part oder dem Einstieg sozusagen, habe ich mir nochmal das Lösungsbuch geschnappt, was wirklich sehr, sehr empfehlenswert ist von Piggyback. Hier haben wir doch Schalldämpfer, 9 Stück. Krass. Und wir haben im ersten Gebiet in der Operation, in der Virtuous Mission, haben wir, ich glaube, 5 oder 6 Kerotans von diesen gelben, von diesen grünen Fröschen. Das heißt, wir werden nicht mehr alle finden. Und ich werde es aber nochmal gesondert, glaube ich, machen, wenn für mich durchspielen und weil ich gerne haben möchte, was es da gibt für. Jetzt wundere ich mich gerade, wir haben tatsächlich nur tödliche Waffen. Genau, schauen wir doch mal kurz. Okay, alles ist gespeichert, ich dachte schon. Ja. Ja, wir haben leider nur diese eine Pistole. Und die Bemalung, wenn wir wieder die hier nehmen. Wir haben ja schon gesehen, dass das alles, was wir hier tragen, in den Zwischensequenzen zu sehen ist. Ja, also wie gesagt, nochmal zu dem Lösungsbuch zurück. Sehr, sehr zu empfehlen. Also ich finde es wirklich mega gut gemacht. Oh. Halt. Wo bist du? Hier war gerade so ein Flughörnchen oder sowas unterwegs. Und da habe ich nochmal nachgeguckt. Es gibt insgesamt 64 von diesen grünen Fröschen, die Kerotans. Und später gibt es einen Anzug, der Gakko-Anzug, so ein Entenanzug. Der verrät uns, wenn wir den anhaben, immer, wenn wir in ein Gebiet reinkommen, ob wir da schon die jeweiligen Frosch schon gefunden haben oder nicht. Aber das soll diesen Durchlauf uns, glaube ich, nicht mehr interessieren. Also ich werde welche sammeln, wenn ich sie sehe, aber wie gesagt, wir haben jetzt schon 3 oder 4 verpasst. Okay, da ist zum Beispiel, ja, die sind wirklich sehr, sehr gut versteckt. Den schnappen wir uns natürlich. Weil die zählen auch spielstandübergreifend. Also wenn wir jetzt 3 haben wir, glaube ich, schon gefunden. Das Problem ist nur, die sind beim nächsten Mal auch wieder da und wir wissen das, glaube ich, nicht, ohne diesen Anzug.
So, was ich beim letzten Mal auch nicht gemacht habe, auf die Karte zu schauen. Okay, die ist natürlich noch nicht sehr aussagekräftig. Zeigt uns nur den Schlauch quasi an hier. Gut. Ja, also ich muss sagen, ich habe mich gestern wieder ein bisschen beschäftigt mit dem Spiel. Durch das Lösungsbuch und so weiter. Habe überlegt, was hätte ich anders machen können. Es macht wieder Spaß, einfach, dass es da ist. Dass die Möglichkeit besteht, es zu spielen. Und sich darüber Gedanken zu machen. Ich weiß jetzt schon wieder, dass ich die Tsuchinoko holen werde, die legendäre Schlange. Die man ja nur durch Mäusefallen bekommen kann. Da sehen wir alles später. Hier ist allerhand unterwegs. Also hier sind noch viel, viel mehr Sachen. Es gibt auch Früchte, es gibt Pilze. Wie gesagt, hier in den Bäumen sind Eichhörnchen und Fuchshörnchen und sowas alles unterwegs. Aber natürlich so viel... Oh, da haben wir ein Pferd gehört. So viel wie möglich fangen und essen. Schauen erstmal jetzt, was hier passiert. Looks like death wasn't ready for you yet. Boss, That arm still hurt? what are you doing here? Go home. Go home. Gru and my sons are waiting up ahead. You don't have a prayer of finishing your mission. You're not even armed. Boss! I'm not your boss anymore. There's nothing for you here. Go home. Go back to your boss. There's no need to prove that you are virtuous here. This isn't America. That should stir things up a bit. You'd better hurry. The border is 60 miles south of here. You ought to be able to run that far. Why'd you defect? I didn't. I'm loyal to the end, to my purpose. What about you, Jack? What's it going to be? Loyalty to your country or loyalty to me? Your country or your old mentor? The mission or your beliefs? Your duty to your unit or your personal feelings? You don't know the truth yet. But sooner or later, you'll have to choose. I don't expect you to forgive me. But you can't defeat me either. You know me too well.
Just look at that bandana. If you can't put the past behind you, you won't survive long. If we meet again, I'll kill you. Now, go home. This is Snake. Major Zero. I read you, Snake. I was ambushed by the boss. You were what? The drone's been shot to hell. It's up in flames. That's not good. Enemy scouts are going to come looking for you. Yeah, I know. But what was the boss doing here in the first place? There's got to be a leak somewhere. No, that's impossible. The man the boss is working with, Volgin, isn't exactly on speaking terms with Khrushchev. I lost my gun. The boss destroyed it. Snake, I know how you're feeling. It's hard for me to believe, too, that a legendary hero like the boss would go over to the Russians. That she'd double-cross us like this. But that's how it is, and if you don't accept it, you'll never be able to beat her. That's not the problem. In terms of sheer technique, I'll never be able to beat her. I know that all too well. You've got to do it, Snake. She's your enemy and your objective. Enemy? We were together for 10 years, and now you tell me she's my enemy? Enough. Hurry to the factory where Adam is waiting. Scouts have probably already been sent out to investigate the explosion. You've lost your weapon, right? That means you've got no chance of winning in a battle situation. Whatever you do, don't let them see you. So. Also es gibt bei jeder Zwischensequenz und bei jedem... Oh. Jetzt muss ich erstmal kurz sehen, wie wir damit klarkommen. What's this? HQ? HQ. This is HQ. Patrol here. We have evidence of an enemy intruder. Commence alert formation. Acknowledged. Sending reinforcements. Use extra caution. Es gibt, wie gesagt, zu jedem fetzen Story so viel zu erzählen. Alleine schon The Great Escape, ein super Film tatsächlich, den ich gerne schon mehrmals gesehen habe. Diese Anspielungen darauf, auf die Namen, finde ich super. Und was wir jetzt hier schon alleine schon gehört haben, von Zero, und Beginnt kommt ja später noch, den werden wir anrufen, wenn wir mal eine Frage haben hier. Und irgendwann meldet er sich auch, der Waffenexperte. Und die Hinweise auf die Patriots und die Lalilulelo, das zieht sich noch alles bis zum 4. und 5. Teil durch. Ich will nur nicht zu viel verraten von all den ganzen Sachen. Jetzt muss ich tatsächlich mal kurz überlegen, wie wir jetzt hier vorgehen. Wir haben jetzt noch das Messer. Ich möchte die Leute aber gar nicht killen. Ich glaube, wir warten einfach kurz diesen Alarmzustand hier ab und dann sind wahrscheinlich weniger hier unterwegs. Warum könnte der Boss das quasi gerade gemacht haben? Also sie hat eigentlich für Aufruhr gesorgt, dass die Leute hier das mitkriegen und herkommen, aber sie hat auch die amerikanische Ausrüstung zerstört quasi, dass der Feind sie nicht bekommen kann und nutzen kann irgendwie. Also theoretisch gesehen macht sie einfach ihren Job weiter hier. Genau, und sie sagt ja auch, sie ist nicht übergelaufen. Sie ist loyal to the end. Das werden wir, glaube ich, noch hören später. Mir fällt gerade ein, normalerweise müsste man nach diesem Teil direkt im Anschluss Peace Walker spielen. Aber der ist ja dieser Master Collection Volume 1 nicht dabei. Ich hoffe, dass er bei der Volume 2 dabei ist. Um wirklich zu verstehen, wie es tatsächlich weitergeht, auch mit der Boss und so. So, jetzt sollte jetzt hier gleich dieser Suchmodus beendet sein. Und das ist natürlich immer krass, wenn man auf den Boss trifft. Nimmt dir deine Waffe weg und in einer Sekunde ist sie zerlegt und die Teile fliegen durch die Gegend. Also das ist... This is HQ. Patrol here. No problems detected. Understood. Return to your position. Genau, alle weg hier. Ist natürlich jetzt schwierig zu sehen. Ich will jetzt nicht genau vor irgendeinem Typ aufstehen hier. Und wir sehen, wir haben tatsächlich doch bloß eine 80er Tarnung. Oh, da läuft einer.
Ja, man hat so diese Panzersteuerung, aber auch im Liegen. Was sehr, sehr merkwürdig ist. Ich will mal kurz sehen, ob wir... Okay, 85. Plus 10. Okay, im Liegen erreichen wir jetzt hier eine 95er. Könnten wir das noch? Ne, alle anderen. Selbst mit der Hilfe von Italien nicht. Nicht beim letzten Mal. Okay. Ist natürlich jetzt nur im Dunkeln, im Wald, wenn wir hier liegen. Wenn wir aufstehen würden, wäre der Tarnungsindex natürlich schlechter, deutlich. Also ich weiß nicht, ob er hier der Einzige ist. Versuch mal rauszugucken. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo man dann wirklich rausschaut aus diesem Grasbüschel hier und will dann rückwärts gehen, aber das klappt nicht durch diese komische Panzersteuerung. Ich glaube, den werden wir uns jetzt gleich mal schnappen. Und zwar dem Messer. Aber ich will ihn nicht töten, sondern ich will ihn... Na, schauen wir doch mal, ob es klappt. Ansonsten ist gleich wieder Alarm. Okay. Answer me. At night, poisonous animals will... Ja, rauskommen. Okay. Also dieses Messer ist eine CQC-Waffe, das heißt, wir können damit auch Verhöre machen. Wenn wir das in der Hand haben. Aber ich will eigentlich nicht aus Versehen jemanden töten hier. Okay. Aber über diese Verhöre können wir zu... Oh, hier ist allerhand los. Vögel. Hier unten ist was. Da oben ist eine Pflanze. Ach, die habe ich beim letzten Mal gar nicht gegessen, fällt mir ein. Moment mal. Diabloko Moloko. Nein. Stimmt, ich hätte die essen sollen beim letzten Mal. Da hatten wir ja alles schon. Gar nicht mehr dran gedacht. Wir können auf jeden Fall durch die Verhöre Zusatzinformationen bekommen. Unter anderem Frequenzen, die wir anrufen können, um zum Beispiel Musik zu hören oder uns zu heilen oder solche Geschichten, was mega interessant ist. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute hier überall unterwegs sind. Oh, da man sieht es, wenn wir hier rumlaufen, wie schlecht die Tarnung ist. Oh, so geht's ja 95 hoch, wenn wir uns an den Baum lehnen. Das ist krass. Man sagt ja auch, man sieht die Bewegung quasi. Also, wenn man sich im Wald irgendwo tarnen will oder so, dann sollte man am besten sich so wenig wie möglich bewegen. Wir wollen hier oben lang. Weiß jetzt nicht, ob hier noch ein Typ rumschleicht. Oh ja, da. Ich sehe sein Funkgerät. Okay, alles klar. Stimmt. Man konnte auch auf diese Funkgeräte schießen und dadurch außer Gefecht setzen. Tatsächlich, stimmt. Die lassen wir mal in Ruhe. Müssen ja nicht alles mitnehmen hier. Und durch die Intro-Sequenzen und so schon wieder ist ja viel Zeit quasi vergangen. Ne? Wollen wir mal sehen. Jetzt sind wir wieder bei dieser... Oh. Sag nicht, mich hat schon einer gesehen. Geh noch mal kurz weg hier. Komm. Ja. Okay. So ein bisschen merkwürdig gemacht, dass es so hin und her geht. Wie gesagt, von der Story her wäre es wunderbar, wenn man gleich mit Peace Walker weitermachen würde. Okay, wo hast du mich denn jetzt hier gesehen? Ich sehe dich ja selber noch nicht, ne? Ach, dass man sich nicht richtig umschauen kann hier. Der Typ da müsste eigentlich der Einzige sein, der hier an der Brücke unterwegs ist. Ah. Das wäre auf jeden Fall was.
fürs Remake, was sie machen können, dass man geduckt auch laufen kann. Oh ja, geht ja jetzt richtig hier rüber über die Brücke. Ich möchte mich auch geduckt bewegen können. Hier kommen wir, glaube ich, schwerlich an ihn ran, ohne dass er uns bemerkt, weil die Brücke ja so wippt. Da vorne ist noch jemand. Mal kurz sehen. Ach, Moment. Was hatten wir denn noch? Die Blendgranate. Ausrüsten und mit Viereck werfen. Okay, das können wir auch mal probieren. Die werde ich mal vorsichtshalber ausrüsten. Okay, aber ich würde jetzt gern einen ausschalten und einen verhören. Okay, jetzt sind beide auf dieser Seite da. Wie gehen wir jetzt vor? Also es dauert wahrscheinlich ewig, bis wieder der eine Typ zurückkommt. Ist hier oben wieder der Frosch drauf? Nein. Aber die Bienen sind wieder da, die ich auch nicht gegessen habe, fällt mir gerade ein. Mann. Sollte eigentlich alles, was man so zum ersten Mal findet, essen. So. Jetzt lauft ihr beide da hinten im Kreis. Das ist ja ein sehr, sehr kleines Gebiet, das wissen wir ja. Rechts sind noch mal ein paar Büsche, wo man sich hinsetzen könnte. Und wo der Typ hier runter geht, jetzt wieder der linke, diesen Weg, wo es XM Sturmgewehr da irgendwie gab. Ah, jetzt kommt er wieder. Da müsste jetzt aber tatsächlich was liegen, was ich beim ersten Mal schon dachte. Warte mal, wenn du jetzt wieder herkommst. Nehmen wir mal das Messer in die Hand. Können wir ihn vielleicht verhören und danach ausschalten. Genauso dann mit dem Typen da. Und man sieht dieses rote Blinken der Funkgeräte. Also entweder verwechsel ich gerade mit dem zweiten Teil, aber man kann auf jeden Fall, glaube ich, darauf schießen und dann können die nicht mehr reagieren. Also können keine Hilfe rufen und so. Das heißt, er sieht uns, aber kann keinen Alarm auslösen. Und diese Brücke sieht auch sehr, sehr lustig aus, wenn man da Tag und Nacht bei der Wache rüberlaufen soll hier. Okay. Ich weiß auch schon, was uns etwas weiter vorne erwartet, aber ich glaube, dass wir das in diesem Teil nicht mehr sehen werden. Deshalb werde ich mich jetzt um die beiden hier noch kümmern und auf die konzentrieren. Ich stehe noch ein kleines bisschen ohne Waffen noch bisher da, aber das ändert sich ja, wie man weiß, bei Metal Gear. Irgendwann hat man einen Raketenwerfer und sonst was hier in der Tasche. Und das ist ja auch gar nicht mein Spielstil. Ich will ja schleichend vorgehen und ruhig und leise. Das ist die Frage, wie er sich jetzt hier bewegt und dreht. Meistens ist es so, dass man sich anschleichen will und genau in dem Moment dreht er sich zu einem hin. So, er bleibt jetzt kurz stehen, aber ich glaube, wir warten einfach, bis er wieder umdreht. Schnappen ihn dann auf der Brücke. Oh. Dieses Aufstehen ist noch nicht ganz, wie es meiner Meinung nach sein sollte hier. Man steht auf und will loslaufen, aber man legt sich wieder hin danach. Ich glaube, später geht es, dass man geduckt gehen kann, so ein bisschen. So, der hat auch eine AK. Komm mal her. Speak. If you slide down cliffs, you won't. Oh. Speak. Mal. Let go of me.
Ich glaube, irgendwann fangen sie auch an, sich zu wehren und alles. Okay, jetzt haben wir erstmal ausgeschaltet. Man könnte jetzt, schauen wir doch mal. Ja, tatsächlich, auf dieses Funkgerät hier oben schießen. Dann kann er keine Verstärkung rufen. Okay. Das war der erste. So, Typ 2, wo bist du? -5. Tarnung. Was? Wo ist er denn? Es ist halt schon ein 20 Jahre altes Spiel, aber sich in die Büsche zu legen, hat man so wenig Übersicht. So, wie läufst du jetzt? Gehst du nach rechts? Ja. Mal sehen, was du zu sagen hast. Speak. While falling, press the action button above branches. Aha, okay. So, der hat gar kein Funkgerät. So, hier jetzt diesmal, bevor ich es wieder verpasse, ein Pilz. Und noch ein Pilz. Die werden wir auf jeden Fall erstmal essen, damit wir die mal einmal drin haben. Ach, die Netzpython hatten wir schon, genau. Der sibirische Schöpftinling. Okay. Okay. Weiß auch gar nicht. Ne, wir können, glaube ich, keine Mahlzeiten zubereiten. Ne, das ist, man hat immer nur einzelne Zutaten quasi, die man essen kann. So, und diesen Typ, irgendwie können wir den auch schütteln, glaube ich. Genau, beim letzten Mal habe ich das versucht und hab's nicht geschafft. Genau. Die Düppelgranate, sehr gut. Man kann nämlich wohl... und eine normale Granate. Getötete Soldaten bringen, glaube ich, gar nichts, wenn man die so schüttelt. Oh, bitte den richtigen Knopf jetzt. Der... Was ist? Da sehen wir die Ausdauer. Ich habe beim letzten Mal X gedrückt, das war falsch. Okay, Dreieck. Lebensmedizin, Uniform, Regentropfen und Nebelgranaten. Okay, jetzt ein bisschen, kleines bisschen besser. Ich habe den Typ da hinten jetzt nicht geschüttelt, aber wir haben jetzt hier Granaten und sowas alles gefunden. Dadurch wachen sie aber auch, glaube ich, schneller auf. Jetzt sieht schon, wie viel hat er? 4 oder 5 Sterne bloß noch. Das könnte auch mehr sein. Oder es ist mehr ganz am Anfang. So, hier ist nochmal ein Pilz, den haben wir jetzt schon. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Hier wird es auf jeden Fall interessant, wie ich weiß. Wir werden jetzt mal, solange wir hier safe sind, was in die Hand nehmen. Zum Beispiel die Blendgranaten. Und den Kollegen Beginnt anrufen, der dazu was zu sagen hat. Yo! You're Snake, aren't you? And you're Beginnt? None other. I heard that you're an expert on weapons, equipment, and cutting-edge technology. Close. Huh? I am the expert on weapons, equipment, and cutting-edge technology. I'm the Und guy that bescheiden auch designed your noch. trank gun, active sonar, and motion detector. If you want to know anything about weapons or equipment you find in the field, just send me a message and ask. Later. Ja. Mal senden. Quatsch. Nee, das ist Quatsch. Wir brauchen, glaube ich, was Sounds anderes. like the Cobra unit's members' names came from the specific emotions they each carry into battle. Emotions? Yeah. For unbearable torment, the pain. For true oblivion, the end. For infinite rage, the fury. For absolute terror, the fear. And for unsurpassed bliss, the joy. The joy?
It's another name for the boss, because of the joy she feels in battle, I suppose. During the war, she had a partner named the Sorrow. Sorrow and joy. They say there couldn't have been a more perfect pair. Mhm. Wir haben gesehen, eben als sie uns mit dem Pferd überrascht hatte, dass es geregnet hat und jemand hinter ihr stand. So, möchte noch mal sehen. Sagt er nicht irgendwas zu diesen Granaten The zum Davy Beispiel? Crockett's that the Ja. boss took with her Hat when she erstmal eine defected are allerhand mortars that Dialog fire hier. nuclear warheads. They're named after Davy Crockett, the hero who died defending the Alamo in the Texan War of Independence. Remember the Alamo. That's right. The warheads are equivalent to between 10 and 20 tons of TNT. Every building within 150 yards of the hypocenter is completely obliterated. But the warheads the boss had with her were some kind of experimental super bomb. So they're actually even more powerful than that. I don't even want to think about what would happen if she used it again. Snake, you know what you have to do. Yeah, I know. Da sollte man sich natürlich fragen, wenn es so eine mega super Atombombe ist, die man aber per Hand zündet. Das heißt, du stehst relativ dicht daneben, ob das zielführend ist. Also man kann sie ertragen, wie man gesehen hat der Wolgin gemacht und abschießen, aber ob man wirklich so dicht dran sein möchte? Ja. Okay, wir werden jetzt noch einmal speichern, uns anhören, was Paramedic für Filmtipps für uns hat und dann machen wir erstmal Schluss hier für heute. Paramedic. Snake, it's so good to hear from you again. Same here. It's been a week, hasn't it? 4 days, actually. Huh? I visited you in the hospital. You were still unconscious, though. Then you must have seen me naked. Yeah, but you were all wrapped up in bandages and Pass. tubes, so I couldn't do anything but look. Better luck next time. Let's hope so. But seriously, don't Okay, forget that wollte you were grad sagen. like that until just yesterday. In fact, you really shouldn't even be on this mission. Keep an eye on your stamina gauge. If you start to run low, don't push yourself. Eat something to replenish your stamina. And try not to get yourself hurt. If you're wounded or get bitten by a venomous animal, go into the survival viewer immediately and treat yourself using Cure. Yeah. I can see you still know how to nag. You're welcome. And I can see you still don't know when to keep your mouth shut. Maybe so. By the way, I heard you're going to lose your medical license if this mission fails. Yes, there was talk of that, but the mission won't fail, will it? Of course not. Good. I believe in you. But you know what? I really don't care about my medical license. Didn't they use that to force you to participate in this operation? No, I volunteered. Why? So that I could watch over you. Snake, you're the best agent I've ever seen. But you push yourself too hard. You're reckless. Someone has to stop you from getting into trouble, to make sure you and the boss don't kill each other. So that's why I volunteered. I mean, Das ist you ja der couldn't Auftrag ask for a hier. better guardian angel than me, right? Thanks. Stop right there. Huh? You can thank me when you get back. All right. Das machen wir. Mir fällt gerade ein, ich habe auf Speichern hätte ich drücken müssen. Genau, nicht mit ihr reden. Saving the game, Snake? Ja, machen wir jetzt mal. Müssten jetzt, ja, das reicht glaube ich für einen Part. Genau, also wir werden hier, man sieht es auch schon, wir sind jetzt knapp bei 2 Stunden, noch nicht ganz. Keine Geschwindigkeitsrekorde Snake, you know aufstellen. the creature from the Black Lagoon? Nope, never heard of it. These scientists are investigating a place deep in the Amazon called the Black Lagoon, and they get picked off one after the other by this fishman thing. And there was this scene when the heroine is going for a swim, and the creature sneaks up on her from underwater. Oh, I thought my heart was going to stop. I mean, of course, the 3D effects in It Came from Outer Space were a lot more intense, but... It wouldn't be referring to you coming from outer space, would it? How rude! Why do you say that? Because no one on Earth could be as charming as you. Fine. I'll just get to the point, Snake. Be careful of what's around you when you're in the water. Just imagining you swimming in those jungle rivers makes me think of you being attacked by a fishman. I appreciate the concern. Fishmen aren't the only things that'll attack you in the water. Really be careful out there. Okay. And don't be attacking any pretty girls going for a swim, either. Are you calling me a fishman? You started it.
Das ist auch eine geile Sache irgendwie, dass sie das so eingebaut haben, dass sie dieses Necken und äh, sie, es ist voll die Lebensgefahr hier und alle sind aber ganz lässig drauf so ein bisschen irgendwie. Also das gefällt mir. 50%, okay. Ja, also wie gesagt, wir werden jetzt hier erstmal das Spiel beenden. Beim nächsten Mal geht's weiter. Also ich freue mich auf jeden Fall, dass es endlich wieder losgehen kann und ich bin total gehypt immer noch. Also vor allen Dingen, ich habe ja das Spiel auswendig gekannt, vor Jahren, vor Jahrzehnten, glaube ich. Und es jetzt wieder so ein bisschen zu entdecken, macht mir richtig Spaß, ja. Vielen Dank für euer Interesse und fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal mit Metal Gear Solid 3 Snake Eater.